It's really outrageous. And not once have I seen him do something that was mean or cruel or wrong. Offenbar haben Musk und Barron während des Thanksgiving-Essens in Mar-a-Lago ein ernsthaftes Gespräch geführt, das alle zum Schmunzeln brachte. Musk verriet, dass sich Barron wirklich für künstliche Intelligenz interessiert und nicht nur für eine nette technische Spielerei. Nein, Musk behauptete sogar, Barron habe eine ruhige Intensität und denke über das große Ganze nach. Er sei neugierig darauf, welche Rolle künstliche Intelligenz in allen Bereichen von der Politik bis zum Umweltschutz spiele. Barron scheint weit mehr zu sein als nur das große, ruhige Kind, das man auf Bildern sieht. Barron Trump war jahrelang mehr ein Geheimnis als eine öffentliche Persönlichkeit. Barron hielt sich im Hintergrund, während der Rest seiner Familie mit politischen Bewegungen und geschäftlichen Transaktionen von sich reden machte. Jetzt scheint es, vor allem bei jüngeren Wählern, dass der jüngste Trump vielleicht wichtiger ist als alle anderen. Wie also konnte Barron, der nur selten in der Öffentlichkeit spricht, zu einem so wichtigen Akteur in Trumps Wahlkampf werden? Sezieren wir es. Lassen Sie uns zunächst über die Generation Z sprechen. Das ist die Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, die eine gesunde Skepsis gegenüber den konventionellen Medien hat und die kein Vertrauen in Führungspersönlichkeiten hat, die scheinbar keinen Kontakt zu den Menschen haben. Welche Anziehungskraft hat Trump im Jahr 2024? Es besteht die Möglichkeit, dass Barron in diese Angelegenheit verwickelt ist, und Sie werden es nicht glauben. Er ist jung und technisch versiert, und seien wir ehrlich, er sieht aus, als wäre er einem futuristischen Polit-Thriller entsprungen. Barron hat eine Art Mystik um sich herum aufgebaut, obwohl er der am wenigsten Freimütige der Familie Trump ist, auch wenn er nur selten spricht. Ist das in einer Welt, in der jeder Politiker und Einflussnehmer ständig redet, ein Vorteil für ihn? Barrons Schweigen macht die Menschen noch neugieriger auf ihn. In einem Beitrag bezeichnete Elon Musk Barron sogar als faszinierend. Und da er von jemandem kommt, der immer gerne über alles und jedes spricht, ist es klar, dass Musk nicht der Einzige ist, der Barron faszinierend findet. Es scheint, dass Personen wie Joe Rogan, die einen erheblichen Einfluss auf jüngere Wähler ausüben, aufhorchen. Und hier wird es noch bizarrer. Es wird behauptet, dass Donald Trump Anfragen erhalten hat, an einigen der beliebtesten Podcasts teilzunehmen, die es derzeit gibt, darunter auch die Joe Rogan Experience. Es scheint, dass Barron einer der Gründe ist, warum dies geschieht. Überlegen Sie sich das einmal kurz. Joe Rogan hat eine große Fangemeinde, die aus Millionen junger Leute besteht, die sich für Fitness, freie Meinungsäußerung und, seien wir ehrlich, ein bisschen Verschwörungsgerede interessieren. Rogan hat in der Vergangenheit öffentlich erklärt, dass er nicht daran interessiert sei, Trump in seiner Show zu haben. Aber es ist möglich, dass sich das in Zukunft ändern wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich Trump zuhören würde. Aber es ist ein wirklich interessanter Moment. In einer kürzlich erschienenen Folge gab Rogan eine Erklärung ab. Und um ehrlich zu sein, würde mich interessieren, was sein Kind über die globale Übersetzung denkt. Es ist möglich, dass sich das Projekt, in dem Barron eine wichtige Rolle spielen soll, auszahlt. Sogar der Komiker Tim Dillon hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass Barron, der letzte Boss der Politik, ist jemand wie Donald Trump, obwohl er nicht spricht. Weiß man, dass er etwas für die Zukunft geplant hat. Wer weiß, ob Barron tatsächlich der Kopf hinter all dem ist? Aber wer weiß. Er hat jedoch keine dieser Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben, was einer der Gründe ist, warum er so interessant ist. Nichtsdestotrotz wird er beobachtet, unabhängig davon, ob er sich aktiv beteiligt oder einfach nur organisch Interesse erregt. Und wenn Trump tatsächlich anfängt, in Podcasts wie dem von Rogan aufzutreten, sollten Sie nicht schockiert sein, wenn Barrons Name immer wieder auftaucht. Schließlich leben wir in einem Zeitalter der digitalen Medien. Manchmal ist der wirkungsvollste Kommentar der nicht ausgesprochen wird. Barron könnte eine aktivere Position in der Marke Trump einnehmen, was die Situation noch mysteriöser machen würde. Personen, die der Familie nahestehen, haben gesagt, dass er stärker in Gespräche über die Wahlkampfstrategie einbezogen wurde und dass sein technologisches Fachwissen ein großer Vorteil ist. Barron wird von jüngeren Wählern, insbesondere von jenen, die sich nicht für den typischen politischen Diskurs interessieren, als eine eigenständige Persönlichkeit angesehen. Er bietet kein geschliffenes Bild in der politischen Arena. Er gibt sich nicht viel Mühe, und aus irgendeinem Grund scheint ihn das noch begehrenswerter zu machen. Wir sollten die Bedeutung von Elon Musk für die Thanksgiving-Feier in Mar-a-Lago nicht übersehen.
Lago Barron und Elon führten offenbar eine lange Diskussion über künstliche Intelligenz und Elon erklärte, Barron sei während des Treffens unerwartet kommunikativ gewesen. Vielleicht hat Musk diese Behauptung sogar noch untermauert, indem er sagte, dass Barrons Fragen ein tiefes Verständnis der Technologie und der Zukunftsaussichten der digitalen Medien zeigten. Das ist keineswegs nur leeres Geschwätz. Diese Art von Debatte veranlasst die Menschen zu Spekulationen darüber, was als nächstes passieren wird. Und sogar Trump selbst gießt Benzin in das Feuer. Bei einer Kundgebung, die vor nicht allzu langer Zeit stattfand, prahlte er mit der Brillanz seines Sohnes und versicherte der Menge, Barron habe einen außergewöhnlich hohen IQ. Barrons Intelligence ist ziemlich hoch. Doch die meisten Menschen sind sich dieser Tatsache nicht bewusst. Trump erklärte, dies sei typisch für seine aggressiven Behauptungen. Es gibt keine Einzelheiten, aber das Publikum hat es verschlungen. Barrons Zukunft ist derzeit noch unbekannt. Eines ist jedoch sicher, es ist nicht mehr der Fall, dass er nur die schüchterne Person im Hintergrund ist. Wenn er hinter den Kulissen Einfluss auf den Wahlkampf nimmt, sei es, indem er die Aufmerksamkeit prominenter Medienvertreter auf sich zieht, oder indem er einfach sein unauffälliges, aber starkes Image weiter pflegt, zeigt er, dass manchmal die unscheinbarsten Personen die größte Wirkung haben. Barron Trump, der rätselhafte Nachfolger des Präsidenten. Wer genau ist Barron Trump, wenn man bedenkt, dass er in eine der Familien hineingeboren wurde, die die meiste Aufmerksamkeit in der ganzen Welt auf sich ziehen? Trotz der Tatsache, dass sein Vater zweimal Präsident war, gelingt es ihm, sich bemerkenswert zurückhaltend zu verhalten. Einfach gesagt, ist das bemerkenswert. Wenn Sie in seiner Situation wären, würden die meisten Menschen Interviews geben, ein Unternehmen gründen oder zumindest ein paar virale Momente verbreiten. Im Gegensatz zu Barron, der nur 1,8 Meter groß ist. Im wahrsten Sinne des Wortes ist er allen überlegen, trotzdem bleibt er ein Rätsel. Trump, der jüngste der drei, hält keine politischen Reden, hat keine besonders auffällige Präsenz in der Öffentlichkeit und bietet den Medien kaum etwas, womit sie arbeiten können. Selbst im Jahr 2016, als sein Vater sein Amt antrat, war Barron nicht so häufig zu sehen wie Ivanka Dawn Jr. Die Tatsache, dass dies der Fall ist, fasziniert die Menschen nur noch mehr. Es gab auch kein Interview mit Eric, und er hat keine formellen Aufgaben übernommen. Stattdessen schloss er seine Ausbildung ab und hielt sein Leben privat. Während die ganze Welt über jeden einzelnen Tweet von Trump debattierte, Barron war damit beschäftigt, sich zu einem ausgewachsenen Riesen zu entwickeln und sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Und um ehrlich zu sein, tut er genau das auch jetzt noch. Trotz der Tatsache, dass Trump noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren könnte, ist Barron noch nicht zu einer prominenten Figur geworden. Dennoch wächst sein Einfluss in gewisser Weise. Die Menschen in den sozialen Medien scheinen nicht aufhören zu können, über ihn zu sprechen, sei es in Form von Witzen über seine Größe, Theorien, dass er der mächtigste Trump hinter den Kulissen ist, oder einfach nur aus Neugier. Barron hat ohne jede Anstrengung einen kompletten Charakter aufgebaut. Auch Elon Musk, der bekanntlich zu allem etwas zu sagen hat getwittert. Der Charakter von Barron Trump ist aus einer Reihe von Gründen faszinierend. Daraufhin begannen die Leute sofort zu spekulieren, dass Barron eine Art brillanter Stratege ist. Das war alles, was nötig war. Hat er die Absicht, in Zukunft in die Politik zu gehen? Oder anders ausgedrückt, ist er einfach außergewöhnlich geschickt darin, die Welt im Ungewissen zu lassen? Das ist die beste Komponente, die niemand wirklich kennt. Und sie könnte seine größte Stärke sein. Verschiedenen Berichten zufolge ist Barron nicht völlig verloren. Er ist von technologischen Fortschritten und künstlicher Intelligenz stark fasziniert. Ein Thema, das während einer privaten Thanksgiving-Veranstaltung in Mar-a-Lago zur Sprache kam. Es heißt, Barron habe mit Elon Musk eine lange Diskussion über künstliche Intelligenz geführt. Musk selbst zeigte sich erfreut über die Fragen, die ihm gestellt wurden. Nach der Veranstaltung soll Musk erklärt haben, dass sogar Mitglieder von Barrons Familie begonnen haben, sich deutlich häufiger über ihn zu äußern. Laura Trump, die mit Eric Trump verheiratet ist, hat ihren Schwager als intelligent und sehr eigenständig beschrieben. Melania Trump hingegen schweigt, wie sie es immer tut, heißt es in einem Bericht. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sie Barron seine eigenen Entscheidungen über seine Zukunft treffen. Sein angebliches Interesse, die New York University zu besuchen, würde es ihm ermöglichen, in der Nähe seiner Heimat New York zu bleiben und gleichzeitig ein gewisses Maß an Anonymität zu wahren. Der Beginn von Barrons Leben begann mit einem Namen,
der völlig einzigartig war, Melania. Berichten zufolge hat sie sich für den Namen Barron entschieden, weil sie den Namen schon immer mochte und fand, dass er von der ersten Minute an einzigartig klang. Nach einigen Jahren schien er zu zeigen, dass er sich in mehr als einer Hinsicht vom Rest der Familie unterscheidet. Er war bereits vom Rest der Familie getrennt. Ist Barron Trump wirklich ein verborgenes Genie, ein potenzieller politischer Akteur? Oder ist er vielleicht nur ein junger Mann, der es versteht, sich nicht unnötig in Unruhen zu verstricken? Wie auch immer die Lösung aussehen mag. Viele Menschen beobachten ihn genau und sind gespannt auf seinen nächsten Schritt. Die Thanksgiving-Feier mit Elon Trump und der Trump-Familie in Mar-a-Lago. Da die Trump-Familie selten zurückhaltend auftritt, wurde von Anfang an erwartet, dass Lago extravagant sein würde. Andererseits nahmen die Dinge in diesem Jahr eine unerwartete Wendung, als Elon Musk auftauchte. Der Milliardär, der dafür bekannt ist, Raketen zu starten und unpassende Dinge zu twittern, verbrachte die Feiertage mit den Trumps und seiner Familie. Zu einer Zeit, in der die meisten Menschen mit der Türkei und dem Golfsport beschäftigt waren, schien es, als fände die Hauptaktion am Esstisch statt, an dem Barron Trump teilnahm. Das Rätsel der Familie Trump, das 6 Fuß und 7 Zoll groß ist und auf mysteriöse Weise weniger auffällt als die Steuererklärungen seines Vaters. Berichten zufolge wurde Elon über künstliche Intelligenz befragt. Den Behauptungen zufolge befand sich Barron mitten in einem Gespräch, in dem er echte hochrangige Fragen über künstliche Intelligenz und den Einfluss, den diese auf die Zukunft haben würde, beantwortete. Darüber hinaus bestätigte Elons Mutter, die selbst eine angesehene Persönlichkeit ist, dass das Gespräch sehr ernst genommen wurde. Ich war etwas erstaunt über das Ausmaß von Barrons Wissen, das sie offenbar mit einem Freund teilte. Er hat nicht einfach nur oberflächliche Erkundigungen eingezogen. Das ist etwas, das er in Betracht gezogen hat. Die Mehrheit der Jugendlichen streitet sich jetzt darüber, ob Ananas auf die Pizza gehört oder nicht. Wenn sie etwas über die Familie Trump sagen wollen, können sie es Barron sagen, der hier draußen ist und mit Elon Musk über die Zukunft der künstlichen Intelligenz nachdenkt. Andererseits hat das auch niemand erwartet. Es ist nun möglich, dass Barron sich auf eine bedeutendere Position vorbereitet, was eine interessante Option ist. Von den Trump-Kindern war er immer der zurückhaltendste, der nur selten in der Öffentlichkeit spricht und sich auch fast nie in politische Aktivitäten einmischt. Andererseits deutet die Tatsache, dass er hier draußen ist und Elons Gehirn einsammelt, darauf hin, dass er langfristig denkt, sei es im Bereich der Wirtschaft, der Technologie oder sogar der Politik. Barron ist vielleicht nicht damit zufrieden, unendlich lange an der Seitenlinie zu sitzen. Während Trump sich plötzlich auf eine weitere Präsidentschaftswahl vorbereitet, sollten wir über den Zeitpunkt sprechen, zu dem dies geschieht. In Gegenden, die von jüngeren Menschen bewohnt werden, kann man ihn überall sehen. Joe Rogan, der dafür bekannt ist, dass er Donald Trump niemals in seiner Show auftreten lassen würde, hat seine Meinung geändert und ihn willkommen geheißen, obwohl es sich um einen Zufall handeln könnte. Glauben einige andere, dass Barrons überraschende Popularität im Internet, insbesondere bei jüngeren Wählern, die mit dem Internet besser vertraut sind, einen Einfluss gehabt haben könnte. Denken Sie mal darüber nach. Obwohl Trump nie ein Kandidat war, der jüngere Menschen auf konventionelle Weise anspricht, besitzt Barron hier diesen Hauch von Geheimnis. Er spricht nicht viel. Er hat eine hohe Statur. Es ist kaum zu glauben, dass er über künstliche Intelligenz spricht, während wir Thanksgiving essen. Wie ist er so groß geworden? Das ist die Art von Dingen, die die Leute zum Reden bringt. Und sogar Trump selbst hat begonnen, Andeutungen über Barrons wachsende Prominenz zu machen. Trump antwortete kürzlich auf eine Frage über sein jüngstes Kind, dass es ein brillanter Mann sei, also ein sehr kluger Mann. Er hat eine Menge Wissen, traditionell. Was bedeutet das alles? Steht Barron kurz davor, die nächste große Persönlichkeit in der IT-Branche zu werden? Trumps Aussage wirkt ein wenig übertrieben, aber sie deutet unbestreitbar darauf hin, dass Barron nicht nur den ganzen Tag mit Videospielen herumlungert. Glauben Sie, dass er in Zukunft in die Politik gehen wird? Oder glauben Sie, dass er einfach nur ein sehr interessierter junger Mann ist, der die skurrilsten Geschichten über das Thanksgiving-Dinner zu erzählen hat? Eines ist sicher, unabhängig von den Umständen, die Menschen schenken Barron Trump jetzt Aufmerksamkeit, ob er will oder nicht. Barron konkurriert mit Kamalas Spielbuch. John Morgan hat gerade eine bahnbrechende Nachricht über Barron veröffentlicht, Trump veröffentlicht hat. Und wir können nur sagen, dass die Leute darüber reden. Der prominente Anwalt,
der für seinen Einfluss in politischen und juristischen Kreisen bekannt ist, hat einen Vergleich angestellt, mit dem niemand gerechnet hat. Er kam völlig unerwartet. Die Methode, die Kamala Harris vor ihrer Wahl zur Vizepräsidentin anwandte, ähnelt der, die Morgan Barron derzeit anwendet, nämlich sich bedeckt zu halten und nur wenige öffentliche Auftritte zu absolvieren, während er gleichzeitig einen Hauch von aufsteigendem Geheimnis kultiviert. Lassen Sie uns zunächst Barron und Kamala in denselben Satz packen und festhalten. Es gibt eine Wendung in der Handlung. Morgan sprach sich dafür aus, obwohl niemand sonst dies auf seiner Bingo-Karte für 2024 hatte. Er wies darauf hin, dass Kamala taktvoll ein gewisses Maß an Geheimniskrämerei bewahrt hatte, bevor sie für das Amt der Vizepräsidentin ausgewählt wurde. Sie stand nicht immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit und machte jeden Tag Schlagzeilen. Sie ließ Gerüchte zu, und als der richtige Zeitpunkt gekommen war, trat sie ins Rampenlicht. Kommt Ihnen das bekannt vor? Barron spielt schon seit langem dasselbe Spiel, sei es aus eigenem Antrieb oder aufgrund seines Alters. Im Gegensatz zu seinen älteren Brüdern, die sich voll und ganz in die politische Welt gestürzt haben, ist Barron eine Figur der Unsicherheit geblieben. Es gibt keine Interviews und keine Ausbrüche in den sozialen Medien. Obwohl sein Einfluss immer größer wird, gibt es keine Wirtschaftspartnerschaften, in denen sein Name an prominenter Stelle steht. Seine Größe, sein Charisma und jetzt auch noch seine Gespräche mit Milliardären über künstliche Intelligenz haben die Menschen völlig in ihren Bann gezogen. Morgan stellte fest, dass Barrons zurückhaltender Ansatz die Neugierde in der Bevölkerung noch weiter steigert, insbesondere bei jüngeren Wählern, die natürlich von dem einen Trump-Kind, das für das Präsidentenamt kandidiert, fasziniert sind. Sie wissen nicht genau, was er tut, was dem ähnelt, was Kamala getan hat, nämlich zu schweigen, ein übermäßiges Drama zu vermeiden und das Interesse wachsen zu lassen. Morgan soll seinen Begleitern erklärt haben, dass dieser Gedanke wirklich plausibel ist. Je länger Barron vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt, desto mehr Menschen in Politik und Medien sind daran interessiert, mehr über ihn zu erfahren. Mystery Cells. Sollte Trump eine weitere Amtszeit erreichen, wird Barron das erste Kind in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein, dessen Vater zweimal Präsident der Vereinigten Staaten war. Dies allein stellt ihn in eine ganz andere Liga. Barrons zunehmendes Interesse an Technologie, künstlicher Intelligenz und internationaler Politik könnte ein Hinweis darauf sein, dass er sich auf etwas weitaus Bedeutsameres vorbereitet. Wie einige Quellen berichten, wäre es möglich, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Oder schlägt er einen ganz anderen Weg ein, der ihn in die Welt der Wirtschaft oder vielleicht ins Management im Bereich der Technologie führt? Dass man ihn ernst nimmt, zeigt die Tatsache, dass er bereits mit einflussreichen politischen Persönlichkeiten in entscheidenden Positionen verglichen wird. Die Frage, ob Barron wirklich einen Plan hat oder nicht, ist noch offen, aber eines ist sicher. Seine unauffällige Präsenz sorgt für viel Aufregung. Barron und Elon beide. In den Worten von Elon Musk ist Barron: Es ist möglich, dass die Tatsache, dass Trump kommunikativ war, die überraschendste erzählerische Wendung des Jahres ist. Ich spreche aus der Perspektive eines Mannes, der ein Imperium der Ideen geschaffen hat. Das ist kein leeres Geschwätz. Wenn es Barron gelungen ist, ihn zum Reden zu bringen, dann muss es etwas zum Nachdenken gegeben haben. Es scheint, dass Barron und Elon während der Thanksgiving-Veranstaltung in Mar-a-Lago ein tiefgründiges Gespräch geführt haben. Das Gesprächsthema war nicht Golf oder TikTok-Trends, sondern vielmehr künstliche Intelligenz und die Zukunft der Technologie. Laut den oben genannten Quellen hat sich Barron nicht nur höflich unterhalten, er hat echte Fragen gestellt, ernsthafte und zum Nachdenken anregende Fragen. Elon soll später gesagt haben, er kennt sich aus. Palp. Er ist sehr scharfsinnig. Lassen Sie uns einen Moment innehalten. Barron Trump, der für seine Fähigkeit bekannt ist, still zu halten und selten in der Öffentlichkeit zu sprechen. Hey, Musk, Elon. Ein voll engagierter Geist, der zu den fleißigsten und talentiertesten Köpfen der Welt gehört, wenn ihnen das nicht einen Schauer über den Rücken jagt. Aber nichts tut das. Und Elon war nicht der Einzige, der das zur Kenntnis genommen hat. Berichten zufolge war auch Elons Mutter anwesend, die anschließend bestätigte, dass Barrons Erkundigungen über künstliche Intelligenz und die möglichen Auswirkungen, die sie haben könnte, ziemlich verblüffend waren. Sicherlich handelt es sich hier nicht um einen wohlhabenden Jugendlichen, der versucht, durch die Verwendung von Fachausdrücken intelligent zu erscheinen. Es war klar, dass Barron wirklich an dem Thema interessiert war. Was sind die Folgen dieser Entwicklung?
Einige Leute spekulieren, dass Barron eine bedeutendere Rolle übernehmen wird, was bedeuten könnte, dass er in den Bereich der Wirtschaftstechnologie oder vielleicht in die Politik geht. Der Name dieser Person ist bereits bekannt, und er verschafft sich derzeit den Respekt von Milliardären und prominenten Persönlichkeiten des Sektors. Wäre es möglich, dass Barron eine Schlüsselfigur hinter den Kulissen wird, wenn Trump eine weitere Amtszeit gewinnt, vielleicht sogar die Person, die das Trump-Imperium in Zukunft leiten wird. Aufmerksame Menschen bezeichnen ihn nicht mehr nur als den großen Stillen Sohn. Barron findet sich langsam damit ab. Es ist möglich, dass Trump einen viel größeren Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft haben wird, als irgendjemand erwartet hat. Der brillante Sohn von Donald Trump. Auch wenn Trump sich nicht zurückhält, wenn es darum geht, seine Kinder hochzujubeln, legt er bei einer Kundgebung, die vor nicht allzu langer Zeit stattfand, richtig dick auf, wenn es um Barron geht. Vor den Anwesenden erklärte er stolz, ihr wisst, dass Barron sehr intelligent ist. IQ vergleichbar mit dem eines Genies. Einige Leute glauben das. Aber es ist unmöglich, genau zu bestimmen, wer diese Leute sind. Wenn Trump jedoch eine solche Aussage mit hinreichender Sicherheit macht, kann man nicht umhin zu glauben, dass Barron der nächste Einstein sein könnte. Außerdem hat Barrons Schwägerin über ihn gesprochen und deutlich gemacht, dass dieser junge Mann nicht mehr nur von seinem Familiennamen zehrt. Barron ist ein erstaunlicher Mensch. Er strahlt in der Tat eine gewisse Autorität aus und ist außergewöhnlich intelligent. Das Ausmaß an Verständnis, das er besitzt, ist bemerkenswert. Wenn Lara anfängt, solche großartigen Einschätzungen abzugeben, weiß man, dass im Hintergrund eine Art Familienplan am Werk ist. Seit vielen Jahren ist sie tief in die politische Maschinerie von Trump verstrickt. Die Tatsache, dass sie hier draußen Barrons Potenzial anpreist, zeigt, dass es sich wahrscheinlich nicht nur um leeres Geschwätz handelt. Melania, die für ihre extrem zurückhaltende Art gegenüber Barron bekannt ist, hat einen kleinen Leckerbissen verraten. Sie soll gesagt haben, dass er die New York University besuchen möchte. Es gab keinen Druck seitens seiner Eltern und es war kein PR-Gag. Andererseits ist er der Sohn von Donald Trump, einem Mann, dessen Name praktisch nur mit hochwertigen Immobilien in Verbindung gebracht wird. Außerdem hat er sich für ein College entschieden, das für New York City typisch ist. Und das sagt eine Menge aus. Das bedeutet, dass Barron nicht einfach dem Trump-Zug folgt. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Und dann ist da noch Elon Musk, der auf unerwartete Weise in die Diskussion über Barron hineingezogen wurde. Berichten zufolge verbrachte Elon Musk kürzlich einige Zeit mit Barron auf einer Party und gab später eine Erklärung dazu ab. Abgesehen davon ist er sehr gesprächig, sehr engagiert und sehr interessiert. Elon Musk, ein Mann, der sich häufig mit einigen der kreativsten Köpfe auf dem Gebiet der Technologie unterhält, wird dies sagen, unter der Annahme, dass er beeindruckt ist. Ist es möglich, dass Trump nicht übertrieben hat, als er sagte, er habe einen IQ auf dem Niveau eines Genies? Alles an diesem Umstand wirkt wie ein allmählicher Aufbau zu etwas viel Bedeutsamerem. Ursprünglich war Barron der stille und rätselhafte jüngste Sohn von Trump. Danach wurde er so etwas wie ein politischer Joker, wobei einige Leute behaupten, dass er jüngere Wähler auf sich aufmerksam macht. In jüngster Zeit hat er Beifall von prominenten Persönlichkeiten wie Elon Lara und sogar von seinem Vater erhalten. Alles Faktoren, die dazu beitragen, dass Barron eine bedeutendere Position einnimmt. Apropos bedeutendere Aufgaben. Kürzlich hat John Morgan eine schockierende Enthüllung gemacht. Ein Vergleich zwischen der potenziellen politischen Macht von Barron und der Methode von Kamala Harris. Die Art und Weise, in der Kamala als eine neuere und jüngere Option positioniert wurde. Barron erlebt gerade etwas, das mit dieser Situation vergleichbar ist. Morgan hat einen Hinweis fallen lassen. Morgan scheint jedoch zu glauben, dass Barrons Existenz allein ausreicht, um die Dynamik zu beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die jüngeren Wähler. Dies ist eine beachtliche Behauptung, wenn man bedenkt, dass Barron bisher noch keinen einzigen politischen Schritt gemacht hat. Außerdem stellt sich die Frage, wie sehr Trump selbst darauf vertraut. Und wenn er da draußen das Konzept von Barrons Brillanz und Führungsqualitäten verbreitet, ist das nicht zufällig. Er versteht es, ein Narrativ zu konstruieren. Und seien wir mal ehrlich, wenn es um Medientaktiken geht, ist der ehemalige Präsident kein Unbekannter. Sollte Barron die Entscheidung treffen, in die Politik zu gehen, würde er mit seiner Entscheidung sofort die Aufmerksamkeit der ganzen Nation auf sich ziehen. Vielleicht plant Trump ein Comeback im Jahr 2024.
Es ist aber auch möglich, dass er im Hintergrund arbeitet, um den Weg für Barrons Zukunft zu ebnen, wenn der Beifall, den Barron von Elon Lara und sogar John Morgan erhalten hat, anhält. Sollten sie nicht schockiert sein, wenn er noch weiter ins Rampenlicht rückt. Der Beginn von Barrons Leben. Die Ehe von Melania Trump und Donald Trump ist seit langem Gegenstand von Verdächtigungen. Wenn es um ihren Sohn Barron geht, sind sie sich jedoch nie uneinig gewesen, denn er wurde zur gleichen Zeit geboren. Beide schienen überzeugt zu sein. Der Mann war einzigartig. Außerdem bezeichnet Trump Barron schon seit einigen Jahren als Genie, und zwar nicht nur in der Art eines zufriedenen Vaters. Die Geburt von Barron war an sich schon ein bedeutendes Ereignis. Er wurde im März 2006 geboren und ist damit das einzige Kind von Melania Trump und Donald Trump. Barron hatte den Vorteil, der Jüngste zu sein, während er in einer Zeit aufwuchs, in der die sozialen Medien alle von ihm besessen machten. Der Name Barron klingt wie aus einem Roman über einen Milliardär. Und das ist auch gut so, denn Trump hatte diesen Namen jahrzehntelang beibehalten. Im Gegensatz zu Trumps älteren Kindern, die sich das Rampenlicht teilen mussten, hatte Barron den Vorteil, der Jüngste zu sein. Es war eigentlich ein Pseudonym, das er in den 1980 und 1990 Jahren verwendete. Wann immer er Einfluss auf eine Nachricht nehmen wollte, stellte er sich den Reportern als John Barron vor. Als sein echtes Kind geboren wurde, war die Wahl des Namens also im Wesentlichen durch die Umstände vorgegeben. Doch jetzt wird es erst richtig interessant. Es ist nicht so, dass Trump und Melania in ihrem Gespräch einfach nur beiläufig den Begriff Genie verwendet hätten. Barron zeigte ihnen zufolge schon früh Anzeichen für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Melania erklärte vor kurzem, dass er als Kind sehr selbstständig war, insbesondere wenn es darum ging, seine eigenen Spielgeräte zu bauen und seine Routinen sehr genau einzuhalten. Zweifellos hat Trump sie auf ein noch höheres Niveau gehoben. Die Behauptung, dass Barrons Intelligenzniveau über der Obergrenze liegt, hat er natürlich nicht veröffentlicht. Aber die Art und Weise, in der er über seinen Sohn spricht, ist wirklich aufschlussreich. Es hat den Anschein, als würde er den nächsten Hightech-Tycoon heranziehen. Sie hat auch erwähnt, dass Barron, obwohl er sich zurückhält, mehr über Politik weiß, als die Leute denken. Er hört zu, er versteht und er hat eine Meinung, sagte sie in einem Interview. Trump hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass Barron ungeheuer intelligent sei und dass seine Intelligenz auf einem anderen Niveau liege als die der meisten Menschen seines Alters. Melania hingegen war sehr pingelig, was Barrons Bildung angeht. Sie hat erklärt, dass Barron selbst beabsichtigt, die New York University zu besuchen, was, wenn es stimmt, viel über jeden von ihnen verrät. Es ist möglich, dass Barrons Entscheidung, die New York University zu besuchen, darauf hindeutet, dass er andere Absichten hat als andere Kinder, die aus politischen Familien stammen und von denen man erwarten könnte, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und Georgetown oder Harvard besuchen. Das kann ein Geschäft oder eine Technologie sein, egal was es ist. Die Tatsache, dass es etwas ist, das er sich selbst ausgedacht hat, trägt dazu bei, dass er nicht das typische wohlhabende Kind ist, nicht einmal Elo, der nicht gerade dafür bekannt ist, ein freundlicher Mensch zu sein, lobt andere. Beschreiben Sie Barron als jemanden, der gesprächig und einnehmend ist. Das ist ein deutlicher Kontrast zu dem Bild, das die Leute normalerweise mit ihm verbinden, nämlich ruhig und zurückhaltend zu sein. Wenn Elon glaubt, dass Barron die Fähigkeit hat, die nächste Führungspersönlichkeit im Bereich der Technologie zu werden, dann ist das eine Aussage, die etwas aussagt. Auf der anderen Seite ist da John Morgan, ein mächtiger Anwalt, der gerade mit einer Bombenmeldung für Schlagzeilen gesorgt hat. Mit diesem Vergleich werden die politischen Strategien von Barron und Kamala Harris gegenübergestellt. Er vertrat die Ansicht, dass das Trump-Team die Fähigkeit Barrons, jüngere Anhänger für seinen Vater zu gewinnen, noch nicht vollständig genutzt hat. Er erklärte, dass die Menschen dazu neigen, Barron zu unterschätzen. Trotz seiner Behauptungen glaube ich, dass er eine verdeckte Waffe sein könnte. Die sozialen Medien wurden allein wegen dieser Aussage in Aufruhr versetzt. Plötzlich begannen die Leute darüber zu spekulieren, ob Barron eine größere Rolle im politischen Schicksal seines Vaters spielen könnte oder nicht. Ist es möglich, dass er mehr ist als nur das jüngste Kind, das still und geheimnisvoll ist? Wenn Kamala ihren Ruf darauf aufgebaut hat, ein jüngeres und vielfältigeres Publikum anzusprechen, ist es dann möglich, dass Barron am Ende das Gleiche tut? Nur für Trumps Basis?
Es gibt viele einflussreiche Leute, darunter sein eigener Vater und Elon Musk, die für ihn werben. Und es wird immer schwieriger, die Möglichkeit auszuschließen, dass Barron sich auf etwas Bedeutsameres vorbereitet. Das kann auf eine Zukunft in der Politik oder in der Wirtschaft hindeuten. Es kann aber auch etwas ganz anderes bedeuten. Es ist nicht mehr so, dass er nur der stille Junge im Hintergrund ist. Glauben Sie also, dass Barron ein verstecktes Genie ist, ein politisches Kraftpaket der Zukunft oder einfach nur ein junger Mann, der es versteht, alle im Dunkeln zu lassen? In einer Welt, in der das Image alles ist, bleibt Barron Trump eine der am sorgfältigsten gehüteten öffentlichen Figuren. Doch nun hat Elon Musk den Vorhang ein wenig gelüftet und einen jungen Mann enthüllt, der eines Tages die ganze Welt überraschen könnte. Was glauben Sie, wie die Zukunft von Barron Trump aussehen wird? Als Tech-Innovator, Politiker oder etwas ganz anderes? Teilen Sie uns dies in den Kommentaren unten mit. Und wenn dieser Blick in eine mögliche Zukunft Sie schockiert oder inspiriert hat, klicken Sie auf die Gefällt mir Schaltfläche. Abonnieren Sie uns und schalten Sie die Benachrichtigungen ein. Wir haben noch mehr unerwartete Wahrheiten für Sie parat.